Ich begrüße dich recht herzlich zum heutigen Video. Schön, dass du dabei bist. Heute werde ich mich mit der Quantenverschränkung beschäftigen, mit zwei Experimenten, die diese Verschränkung nachgewiesen haben, und werde dann wie immer die Erkenntnisse daraus und die philosophisch-spirituellen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, erklären. Und auch einen Lösungsansatz bieten. Okay, dann wollen wir gleich mal anfangen. Viel Spaß bei meiner Präsentation. Das erste Experiment, was ich euch vorstellen möchte, ist durchgeführt worden von Alain Aspect, einem französischen Physiker, dem für diese Forschung zusammen mit dem Österreicher Anton Zeilinger und dem US-Amerikaner John Klausner der Nobelpreis für Physik verliehen wurde. Alain Aspect, der verschränkte zwei Photonen in seinem Versuch und schickte diese in unterschiedliche Richtungen. Und dann manipulierte er das eine, indem er es zum Verschwinden brachte, und instantan verschwand auch das andere. Damit hat er das Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon belegt. Einstein sagte dazu spukhafte Fernwirkung, ging aber davon aus, dass es weitere Variablen gäbe, die in den Berechnungen nicht mit einberechnet wurden, die es geben. Aber mit diesem Versuch wurde gezeigt, dass das nicht sein kann, dass es keine weiteren Variablen gibt, die Begrenzung der Lichtgeschwindigkeiten da aufheben. Der zweite Versuch wurde von Nicolas Guézin in den 90er Jahren und dann auch Anfang der 2000er Jahre unternommen. Er ist ein Schweizer Physiker, inzwischen emeritiert, und er war an der Universität in Genf, als er diese Versuche durchgeführt hat. Er nahm ein Photon und klonte es und schickte es dann durch ein Glasfaserkabel von Genf aus, das eine nach Santigny und das andere nach Juvisy. Das sind zwei kleine Orte in der Nähe von Genf. Und die waren laut Länge der Glasfaserkabel 18 Kilometer auseinander. Aber diese Versuche sind später dann auch auf größere Distanzen unternommen worden und ergaben das gleiche Ergebnis. Und dann manipulierte er eines der Photonen. Also Photonen, die haben, kann man sagen, so eine Art Spin, eine Drehrichtung, vertikal oder horizontal. Und die kann man ändern. Und das machte er dann mit dem einen. Und siehe da, instantan änderte sich die Drehrichtung äquivalent im anderen, also spiegelverkehrt. Also die Erkenntnis ist, dass was einmal verbunden war, ist für immer verbunden. Anhand eines Gedankenexperimentes könnte man folgende Erklärung bieten, die ich euch hier vorstellen will. Stellt euch vor, ihr habt ein Aquarium und da ist ein Seepferdchen drin. Und dieses Seepferdchen wird durch zwei Kameras aufgenommen aus verschiedenen Richtungen. Und jede Kamera ist mit einem Bildschirm verbunden. Und jetzt seht ihr, wenn ihr vor den Bildschirmen sitzt, den linken Bildschirm und den rechten und jeweils ein Seepferdchen.
die in unterschiedliche Richtungen schauen und schwimmen. Und ihr stellt aber fest, dass wenn das eine nach links schwimmt, schwimmt das andere nach rechts. Und wenn das eine sich umdreht, dreht sich das andere auch um. Und ihr seht zwar, dass die beiden oder vermutet, dass die beiden irgendwas miteinander zu tun haben, aber realiter ist es ein Seepferdchen. Eine Konsequenz daraus, ich komme jetzt gleich wieder auf dieses Gedankenexperiment zurück. Also laut Urknalltheorie war am Anfang unseres Universums alles in einem winzigen Punkt verbunden. Und die Frage ist, bedeutet das, dass wenn wir uns verändern, verändern wir dann alles? Wenn wir unsere Persönlichkeit ändern, dann müsste sich ja laut diesem Experiment und den Erkenntnissen, dass alles, was einmal verbunden war, immer verbunden bleiben, müsste sich ja konsequenterweise das ganze Universum ändern. Also bei jedem Einzelnen von uns. Und jetzt komme ich bei dem zweiten Punkt wieder zu diesem Gedankenexperiment mit dem Seepferdchen. Die Frage ist, ob es sowas wie einen Quantenäther gibt. Man könnte das auch den Quantenraum oder sowas nennen, wo es keinen Raum und keine Zeit gibt. Also es wäre ja dieser Quantenäther, dieser Quantenraum wäre ja unendlich und ewig. Er existiert einfach. Da herrscht im Grunde genommen auch keine Bewegung. Und wenn man die Begriffe Unendlichkeit und Ewigkeit einführt, dann werden Raum und Zeit gegenstandslos. Sie existieren einfach nicht. Und das weist dann weiterhin darauf hin, dass es dort gar keine Bewegung geben kann. Das ist ein perfektes System. Also wir haben ja im Deutschen die beiden Unterschiede vollkommen und perfekt. Und was perfekt ist, das kann sich nicht weiterentwickeln. Weil es gibt einfach keinen Raum, wohin man sich entwickeln könnte. Es ist perfekt, anders geht es nicht. Und das heißt im Grunde genommen Stillstand und Tod. Soweit zu diesen beiden Experimenten. Ich hoffe, ich habe dich inspirieren können, darüber nachzudenken, zu reflektieren und dir Gedanken darüber zu machen, was es mit deinem Leben zu tun haben könnte. Mir hat es in jedem Falle Spaß gemacht, was ich auch von dir hoffe oder für dich hoffe. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass gerne einen Like oder empfehle es weiter. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Abend, je nachdem, wann du dieses Video dir anschaust. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video verbleibe ich, dein Frank. Tschö.